Gemäß Genesis Kapitel 19 waren Sodom und Gomorra zwei antike Städte, die Gott wegen ihrer Bosheit und Sünde zerstörte. In der Geschichte sendet Gott zwei Engel, um die Städte zu zerstören, und entscheidet sich nur dafür, einen gerechten Mann namens Lot und seine Familie zu retten. Während Lot und seine Familie in Sicherheit fliehen, ist das Schicksal von Sodom und Gomorra höllisch. Da ließ der Herr brennenden Schwefel auf Sodom und Gomorra herabregnen, vom Herrn im Himmel. So zerstörte er diese Städte und die gesamte Ebene und vernichtete alle Bewohner und auch die Vegetation im Land. Aber Lots Frau blickte zurück und sie wurde zu einer Salzsäule. Wie die Geschichte der großen Sintflut galt auch der biblische Bericht über die Zerstörung von Sodom und Gomorra lange Zeit nicht als historischer Bericht, sondern als religiöse Lehre über Gottes Zorn, der durch menschliche Sünde hervorgerufen wurde. Im Jahr 2006 begann sich diese Meinung zu ändern, dank unglaublicher Funde in der antiken Stadt Tal el-Hammam. Während der Bronzezeit war Tal el-Hammam die größte Stadt im Jordantal und auf ihrem Höhepunkt etwa 10-mal größer als Jerusalem. Aufgrund seiner historischen Bedeutung interessieren sich Archäologen in der Neuzeit schon seit langem für die Stätte. Doch erst 2006 entdeckte ein Archäologe namens Stephen Collins etwas wirklich Erstaunliches, etwas, das die Wahrnehmung der Städte für immer verändern sollte. In diesem Jahr begann Collins und sein Team mit Ausgrabungen tief in der Erde, bis zu einer geografischen Schicht, die einem Zeitraum von 1650 vor Christus entspricht. Dort fanden sie eine 1,5 Meter hohe Rußschicht, die schockierenderweise verbrannte Fragmente menschlicher Knochen, geschmolzene Lehmziegel und andere Baumaterialien sowie höchst unerklärlicherweise zu einem Glas geschmolzene Tonscherben mit einer merkwürdigen grünen Glasur enthielt. Als Collins dieses seltsame grüne Glas zur Analyse an ein Labor schickte, zeigten die Ergebnisse, dass die Keramik durch eine Art extrem starke Hitze, die nur kurze Zeit anhielt, geschmolzen war. Aber was, fragte sich Collins, könnte diese Hitze erzeugt haben? Es ging weit über alles hinaus, was die damalige Technologie hervorbringen konnte. Im weiteren Verlauf der Forschung fanden Collins und sein Team noch etwas anderes, das sie verblüffte. Unter der Schicht aus Ruß und geschmolzenem Material gab es Hinweise auf eine jahrtausendealte menschliche Besiedlung des Ortes. Doch darüber zeigten Beweise, dass der Ort seit etwa 700 Jahren von Menschen verlassen worden war. Warum? Diese Fragen führten zu einem monumentalen Forschungsprojekt, an dem 21 verschiedene Wissenschaftler teilnahmen und dessen Fertigstellung über 15 Jahre dauerte. Im Jahr 2021 veröffentlichten diese Wissenschaftler schließlich die Ergebnisse ihrer Forschung in der renommierten Fachzeitschrift Nature Scientific Reports. Als sie das taten, verblüfften ihre Schlussfolgerungen die wissenschaftliche und biblische Welt. Zunächst stellten sie fest, dass die Ursache der geschmolzenen Lehmziegel, der verbrannten Knochenfragmente und des glasierten grünen Glases nicht Krieg, Feuer oder Vulkanausbruch gewesen sein konnte, der nicht genug Hitze erzeugt hätte, um diese Effekte hervorzurufen. Dies ließ Forscher vermuten, dass die Ursache ein Asteroid oder Komet gewesen sein muss. Und doch gab es an der Stelle keinen Krater, der auf einen Einschlag eines solchen Weltraumgesteins hindeutete. Dies hinterließ nur eine schockierende Schlussfolgerung. Den Forschern zufolge muss das Ereignis durch einen sogenannten kosmischen Luftstoß verursacht worden sein. Der auftritt, wenn ein Asteroid oder Komet, der mit hoher Geschwindigkeit durch die Atmosphäre fliegt, über der Erde explodiert. Als Bezugspunkt diente ihnen ein Ereignis, das sich 1908 in Tunguska, Sibirien, zugetragen hatte. In diesem Jahr drang ein Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 55 Metern und einer Geschwindigkeit von 55.000 Stundenkilometern in die Erdatmosphäre ein und explodierte über der abgelegenen Tunguska-Landschaft. Das Ergebnis war unvorstellbar. Eine Explosion, die der von 1000 Atombomben entspricht, hat fast 2600 Quadratkilometer Wald dem Erdboden gleichgemacht.
So dramatisch das Tunguska-Ereignis auch war, Forscher glaubten, dass das, was in Tal el-Hammam passiert war, noch schlimmer gewesen sei. In 15 Jahren Forschung hatten sie nicht nur die unglaublichen Auswirkungen, die Collins bei seiner ersten Ausgrabung feststellte, weiter untersucht, sondern auch andere erstaunliche Eigenschaften entdeckt. Zunächst hatten sie erschütterten Quarz gefunden, in dem winzige Sandkörner Risse aufweisen, die auf ein Hochdruckereignis hinweisen. Den Forschern zufolge bedeutet das, dass ein unglaublicher Druck ausgeübt wurde, um die Quarzkristalle zu schocken. Quarz ist eines der härtesten Mineralien. Es ist sehr schwer, es zu schocken. Mit anderen Worten, in Tal el-Hammam herrschte nicht nur große Hitze, sondern auch unglaublicher Druck. Noch bizarrer ist, dass sie in derselben Erdschicht, in der die Zerstörung festgestellt wurde, ungewöhnlich hohe Salzkonzentrationen fanden, mindestens 4% und stellenweise bis zu 25%. Die Forscher gingen davon aus, dass dies durch den Einschlag des kosmischen Luftstoßes verursacht worden sein könnte, der teilweise das Salzwasser des Toten Meeres traf und Salz in die Luft schleuderte und es in der Gegend verteilte. Als dieses Salz in den Boden gelangte, hätte es viele Jahre lang das Wachstum von Feldfrüchten verhindert. Was Collins' Feststellung erklärt, dass das Gebiet 700 Jahre nach dem Ereignis verlassen war. Insgesamt führten die Beweise dazu, dass Forscher ein unglaubliches Szenario zusammenstellten. In ihren Worten: Die Lufttemperatur stieg schnell auf über 2000 Grad an, Kleidung und Holz gingen sofort in Flammen auf, Schwerter, Speere, Lehmziegel und Töpferwaren begannen zu schmelzen. Fast sofort stand die gesamte Stadt in Flammen. Sekunden nach der Explosion kam eine Schockwelle. Mit einer Geschwindigkeit von rund 1200 Kilometer pro Stunde raste er durch die Stadt, schneller als der schlimmste Tornado aller Zeiten. Die Gebäude der Stadt wurden in Schutt und Asche gelegt. Keiner der 8000 Menschen oder Tiere in der Stadt überlebte. Ihre Körper wurden in Stücke gerissen und ihre Knochen zersprangen in kleine Fragmente. Hier ist es kein großer Aufwand, die einzelnen Teile zusammenzusetzen. Klingt es nicht wie der brennende Schwefel, der auf Sodom und Gomorra regnete, wenn die ganze Stadt in Flammen aufgeht und zu schmelzen beginnt? Klingt in kleine Fragmente gesprengte Knochen nicht so, als würde jemand zu einer Salzsäule werden? Klingt das Salz im Boden, das die Landwirtschaft unmöglich machte, nicht wie die Zerstörung der Vegetation im Land? Mit anderen Worten, klingt das, was Tal el-Hammam widerfuhr, nicht wie die biblische Geschichte der Zerstörung von Sodom und Gomorra? Sie gingen sogar so weit, ihre Arbeit in einer renommierten Fachzeitschrift vorzustellen, damit die gesamte wissenschaftliche Welt sie sehen kann.